Und wenn ich so bin, dann machst du einfach so. Okay. In der heutigen Episode ist der Vitor, oder besser bekannt Victoria Shakespeare, bei mir im Podcast. Möchtest du dich kurz bei uns vorstellen? Hello everybody, hi Martin, ich bin Vitor oder Victoria Shakespeare aus Drag Race Germany. Ich bin aus Basel in Brasilien geboren und ich freu mich einfach mega, dass ich hier mit dir bin, dass ich hier sein darf. Danke vielmals für die vielmals, Einladung. dass du da bist. Wer sitzt jetzt gerade vor mir? Vitor oder Victoria? Beides würde ich sagen. Okay. Victoria bringt Glitzer und die Popstar Energy und da rein schlägt es Vito sein Herz, würde ich sagen. Ein bisschen von beiden. Wir werden heute beide noch entdecken. Ich Yay. bin total gespannt drauf. Aber bevor wir starten, eine Frage, die wahrscheinlich dir jeder stellt. Wie lange brauchst du, bis die Victoria zum Leben erweckt ist? Oh mein Gott, als ich angefangen habe, und das kannst du dich ganz gut erinnern, als ich gestartet habe mit Drag. Es war wirklich ein ganzer Arbeitstag gewesen. Also 7 bis 8 Stunden habe ich gebraucht, um mich bereit zu machen. Und heute liebe ich mindestens 3 Stunden, aber ich arbeite auch in 2. 1 Stunde ist knapp, aber das ist eben die Zeit, die wir beim Drag Race hatten. Es war wirklich so stressig gewesen und du musst dich in einer Stunde richtig head to toe bereit machen. Aber lieber 3. Aber wenn es knapp ist, dann 2 mindestens. Okay. Was braucht länger? Das Make-up oder die Show-Vorbereitung als solches? Ach, Make-up ist in dem Sinn easy. Okay. Aber Showvorbereitung ist, es ist einfach ganz viel Organisation. Also es ist einfach, du musst deine Mix schneiden, Visuals, du musst schauen, was du machst. Du musst schauen, wo du bist. Ist es eine Bühne, die vielleicht hoch ist oder vielleicht bist du face-to-face zu den Leuten und Outfits, Hair, Schuhe, Nägel, je nachdem musst du auch Self-Tanner drauf tun. Es ist schon eine grosse Vorbereitung, aber ich muss sagen, für eine Show, ich habe extrem viel Spaß, wenn ich einfach mich für eine Show vorbereite. Und es geht so schnell vorbei, einfach 5 Minuten, dann ist einfach... Aber eine Vorbereitung selber macht mehr Spaß als Make-up. Das heisst, geht es dir so wie vielleicht jemandem, der in der Küche steht, man tut mega lang Ja. kochen und zubereiten und dann wird ganz schnell gegessen? Und voilà, und dann ist es vorbei, oder? Aber das ist eben das, was viele Leute nicht sehen. Das ist einfach, wenn du jetzt zum Beispiel in eine Show gehst, vielleicht gehst du, keine Ahnung, Madonna anschauen oder Taylor Swift oder wer auch immer. Und du stehst einfach dort, vielleicht stehst du an, ganz früh am Morgen und du bist einfach den ganzen Tag dort und dann hast du eine Show. Es ist wirklich mega toll. Aber die Zeit, wo du am Warten bist, macht die Künstlerin auch extrem viel. Es ist wirklich eine grosse Vorbereitung. Es ist nicht so, dass sie einfach am Schlafen sind, am Shoppen sind und dann plötzlich sind sie auf der Bühne, machen sie das, was... Es ist wirklich mega viel Arbeit, die dahinter steckt. Aber es macht extrem Spaß. Wer ist kritischer? Vitor oder Victoria? Ich würde sagen Vitor. Victoria steht auf der Bühne, sie hat Spaß, sie genießt einfach den Moment und Vitor ist dann daheim und hat das Handy auf der Hand und tut alles so kritisch alles analysieren. Wie ist Victoria Shakespeare entstanden? Ich glaube, Victoria hat in mir immer gelebt. Ich habe einfach auf den Moment müssen warten, um sie frei zu lassen wie ein Schmetterling. Aber der Moment, würde ich jetzt meinen, 2019 bin ich gebucht worden als Make-up-Artist von einer Drag-Artist in Frankreich, Stella Roche. Und sie hat teilgenommen an der Wahl von Miss Continental 2019. Das ist wie so eine Miss Universe von der Drag-Welt. Ich habe sie geschminkt, sie ist Runner-Up gesehen an dem oben. Und ich habe mich dort zum ersten Mal mit so vielen Drag Queens gesehen und also ich bin mit ihr gesehen, backstage, ich habe sie ready gemacht, geschminkt, ich habe ihr geholfen, anlegen und Nägel, dies und das. Und
es ist, ich weiß es nicht, hast du mal Burlesque mit Christina Aguilera und Cher Ja. gesehen? Weißt du den Moment, wo Christina also sie ist am Servieren und sie schaut einfach auf die Bühne und sagt, oh my God, I wanna be up there, I wanna do that. Sie ist einfach so, wirklich so in Trance, also sie ist wirklich so und denkt, wow, das geht's, das ist so cool, ich habe es nicht gewusst, dass es möglich ist. Und für mich ist genau meine Burlesque-Moment gesehen. Ich habe nicht gewusst, dass es möglich gesehen ist, Drag zu machen und dann habe ich mich gerade verliebt. Dann bin ich gerade heimgekommen, ich habe mich mit dem beschäftigen, habe ich angefangen Drag Race zu schauen und dann hat es angefangen. Wie bist du auf den Namen gekommen? Victoria ist eine weibliche Version von Victor, von meinem echten Namen. Und das ist ein Name, den meine Mutter mir geschenkt hat. Also ich hab meine Mama gefragt, welchen Namen würdest du mir geben, wenn ich als Mädchen auf die Welt komme. Dann sagt sie, Victoria. Und ich so, voilà, Victoria. Und Shakespeare ist natürlich wegen Britney Spears. Aber stell dir mal vor, Martin, Victoria Spears. Langweilig. Boring, oder? Dann hast du noch ein bisschen Shake müssen Ah, das ist reinbringen. schick vorne dran. Es hat nichts mit William Shakespeare zu tun. Es ist einfach Britney Spears mit Milkshake, einfach Shakespeares. Jetzt hast du die Persona kreiert. Was war deine Vision gewesen von der Victoria Shakespeare am Anfang? Grundsätzlich Spaß haben. Ja, ich einfach wollte Spaß haben und das machen, was ich dort in Frankreich, in Lyon gesehen habe, bei dieser Miss Wahl gesehen habe. Und für mich, und was ich auf Drag Race gesehen habe. Ich hab gedacht, ich will das machen. Ich finde das mega cool. Aber grundsätzlich auch der Kindheitstraum in mir wollen erleben und ausleben, würde ich jetzt meinen. Ist die Vision gesehen am Anfang. Ich bin live dabei gewesen, aber erzähl uns doch bitte mal von deinem allerersten Auftritt in Drag. Oh mein Gott. Kannst du dich noch daran erinnern? Weil ich habe ganz eine andere Wahrnehmung logischerweise als du. Ich glaube, wir hätten wirklich eine ganze Folge nur darüber können, reden, aber ich versuche jetzt eine Zusammenfassung zu machen. Das mit Lyon, mit dieser Show, ist im Mai 2019 gesehen. Und dann mit Drag Race, also Drag Race süchtig bin ich geworden, auch gerade in dem Moment. Und dann im Juni, ein paar Wochen später, vielleicht so 2 Wochen später, hat der Joel von der Baruch gesagt, du darfst eine Show machen dort. Weil ich bin so richtig im Fieber war und ich so, wow. Ich habe meine erste Show in 2 Monaten, weil es war August, 24. August Das erinnerst du dich noch? 2019. Okay. Yes, Rainbow Party. Und ich so, okay, no pressure, kein Druck. Das ist meine allererste Show und das ist der grösste Club in Basel, in der Westschweiz. Oder allgemein, Baruch ist einer der grössten Clubs in der Schweiz. Druck? Ich bin ganz stolz auf meine erste Show. Weil vielleicht, es ist nicht das Beste, was ich können, aber es ist das Beste, was ich in dem Moment können. Das ist das erste Mal, wo ich als Victoria Shakespeare auf der Bühne war, in dieser Location, wo mir so wichtig ist. Und ich habe alle meine Freunde dabei gehabt, meine Eltern, meine Mama ist dort gesehen und es ist das Beste, was ich in diesem Moment machen konnte. Ich habe zwar nicht custom-made Outfits, es ist alle Express gesehen und aber ich bin stolz. Ich bin stolz und ich schaue zurück und ich sehe einfach ein Baby auf der Bühne und da kommt wieder kommt wieder führen und tut ein bisschen kritischer alles ein bisschen analysieren und schauen. Und, aber Victoria hat es einfach genossen. Sie hat einfach wiederholen und einfach mehr machen. Aber du bist in einem Moment dort gesehen und wenn jemand daheim will, dann Videos von dieser Show von dem oben gesehen, du schaust gerade im Hintergrund. Ja. Und du bist auch ein Teil von mir gesehen, von meiner Geschichte. Voll. Mega toll. Also ich kann mich noch sehr, sehr, sehr gut an den Moment erinnern. Meine Nerven hast du können merken, meine Nerven oder nicht? Nein, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe dich in Erinnerung, dass du wahnsinnig gefasst gewesen bist. Du bist
wahnsinnig gut vorbereitet gewesen. Ich bin schockiert gewesen, weil ich bin ja dann am Bühnenrand auf der Seite gestanden und ich habe ja überhaupt gar keine Erwartungshaltung gehabt, aber die Show ist so phänomenal gewesen. Sie ist voll gespickt gewesen mit Überraschungsmoment. Du hast Outfitwechsel auf der Bühne gehabt. Du hast Tanz, du hast eine ganze Choreografie einstudiert. Du bist logischerweise als Britney Spears auftreten Yes. mit einem Britney Spears Song. Und ich bin so baff gewesen, weil man weiß ja, normalerweise geht so ein Lied etwa keine Ahnung, 3,5 Minuten. Ja. Wenn man es aber vom tänzerischen und vom künstlerischen Akt anschaut, muss man einfach denken, 3 oder 3,5 Minuten, das fühlt sich wie eine gefühlte Ewigkeit an, um eine Choreografie Ja, ja. einzuplanen und umzusetzen. Ja. Und deine Show, ich weiß es nicht mehr, aber ich glaube, also gefühlt sicher etwa 7, 8, Ja, 9 ja, ja. Minuten oder so Ja, gegangen. ja. Und du hast voll durchgetanzt und du hast eben Kostümwechsel und weiss ich was alles gehabt. Wow. Und ich kann mich noch erinnern, wie die Leute alle getobt haben. Die sind ausgeflippt. Und in dem Moment habe ich wirklich gedacht, wow, a star is born. Von dem her einfach nochmal Gratulation zu dem damaligen Auftritt, weil ich es noch sehr lebhaft in Erinnerung. Danke viel mal. Danke. Ich habe genossen. Ich bin extrem. Meine Nerven sind hoch auf 180 gesehen und aber ich habe genossen. Ich habe Spaß gehabt. Ich bin gut vorbereitet gesehen und ich bin dankbar, dass ich halt dort meine allererste Show machen durfte. Erzähl mal, hast du seither irgendwann noch mal einen peinlichen Moment gehabt? Ist schon mal eine Perücke verrutscht? Ist schon mal ein Schuh geflogen? Hast du irgendeinen Moment gehabt, der nicht so gegangen ist, wie du ihn geplant hast? Schuhe nein, Perücke auch nicht. Aber Januar 2024 bin ich mit einer Gruppe von Drag Queens auf Tour gesehen. Und wir sind in München ist es gesehen, da oben. Und es ist sold out in einem kleinen Theater gesehen. Und irgendwie ist der oben ganz komisch für mich, keine Ahnung. Aber zuerst bin ich habe eine Britney Number gemacht auf der Bühne und es ist nass gewesen. Und dann bin ich einfach gerutscht, einfach auf der Bühne. Obwohl die, wo zuständig sind für eben die Bühne, gesehen haben, dass es nass war. Und es hat einfach viel Rauch gegeben. Und du hast einfach nicht gesehen, wo genau nass war. Du hast einfach, ich habe es gewusst, aber ich bin einfach gerutscht. Und dann ich so, ach, whatever. Und das Ding ist, was schlimm ist, wenn du zum Beispiel jetzt auf die Fresse fliegst, auf der Bühne zum Beispiel, die Leute lachen oder «Oh» machen oder einfach schockiert sind, du hast einfach eine Reaktion von ihnen. In dem Moment, keiner hat etwas gesagt. Keiner hat etwas gemacht. Und das ist, ich finde, das ist das Schlimmste. Du bist einfach dort am Boden und alle so Ruhe, einfach frozen. Und das ist, ich finde das viel schlimmer. Ich hätte mir gewünscht, vielleicht ausgelachen. Wieso haben die nicht ausgelachen? Nein, haben sie nicht gemacht. Sie sind einfach so Sie sind wahrscheinlich ruhig. selber genauso schockiert gewesen wie du. Bestimmt. Und dann habe ich einfach weitergemacht mit dieser Nummer und dann bin ich für meine zweite Nummer bin ich wieder Backstage und dann noch das Outfit, Perücke und dann habe ich live gesungen. Und dann hat mir der Typ das Mikrofon gegeben. Und irgendwie hat es einfach kein Akku in dem Mikrofon. Also es ist einfach leer gewesen, oder keine Ahnung, was es war. Und dann stand ich wie ein Idiot auf der Bühne und versuche live zu singen. Und es ist einfach ein Instrumental läuft im Hintergrund. Und ich dort ohne Stimme, ohne nichts. Und das hat mich so genervt. Dann bin ich Backstage. Ich bin keine Diva, gell? Aber dann die Show gehostet hat, sie ist so, hey, ist alles gut gegangen? Und ich so, nein, das scheiß Mic ist leer gewesen. Und es ist so peinlich gewesen. Und dann hat die eine gesagt, also die, Hostess war, sie ist so, ja, sie haben doch nicht so im Griff. Und das Ding ist, sie hat so eine Headset gehabt
für Hosting und es ist angesehen. Das heisst, das, was wir geredet haben, Ist auch noch alles live ja, gegangen. Oh mein Gott. also wir haben nicht gelästert, aber es ist so, wir haben darüber geredet. Und dann Wow. kommt jemand rein, hey, psch, 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 dein Mikrofon ist an. Und wir so, oh. Und ich so, Alles am gleichen oben. ja. Und dann einmal in Wien, oh mein Gott, in Wien, aber das ist auch letztes Jahr gewesen, in Wien. Das Gute ist, in München, es gibt ja keine Aufnahmen, es gibt keine Videos, nichts, weil du hast ja nicht dürfen filmen, zum guten Glück. Okay. Aber in Wien, es gibt, glaube ich, Aufnahmen. Aber in Wien, letztes Jahr, habe ich so einen Ratschlag gemacht. Und dann ist etwas da unten ausgerutscht. Und es ist exposed gesehen. Okay. Und dann hat mir ein Fan hat gefilmt, hat mir geschickt und ich so einfach in Slow Motion am Schauen, so, Upsi. Dankeschön. Aber eben, was passiert? Und the show must go on. Du musst einfach weitergehen und weitermachen und genau. Hast du bis jetzt einmal einen komplett absurden Fan-Moment gehabt? Ich finde zum Beispiel, wenn Leute Tattoos, also ich habe einen super Fan, und ich mag sie mega. Sie hat einfach ein Tattoo mit meinem, Gesicht. nicht mit dem Gesicht, sie hat, ich weiß es nicht, wie das bekommen hat, aber sie hat, ich glaube, sie hat auf einem Papier so ein Autogramm bekommen von mir und dann hat sie das auf ihre Haut Stechelo. stechen lassen. Und dann habe ich mit ihr letztens geredet und ich so, habe ihr gesagt, Schatz, schau, wenn du irgendwann einmal bereut hast, dass du das Tattoo gemacht hast, du kannst weglesen, schau, gell? Ich fühle mich schlecht. Aber sie sagt, nein, das gibt mir so viel Mut und immer wenn ich an das Tattoo denke oder wenn ich einfach schaue, dass das so auf meinem Arm ist, dann das gibt mir Mut und Kraft weiterzumachen. Und das ist das Schönste, was du als Künstler darfst haben. Das ist so. Einfach die Liebe von Supporters und Fans, das ist das Schönste. Hey, gefällt dir die Episode? Dann lass uns doch bitte ein Like da, abonniere den Kanal oder, noch viel wichtiger, setze einen Kommentar unten drunter. Das hilft uns und der Community zu wachsen. Vielen Dank und viel Spaß. Weiter erzähl allen denen, die überhaupt nicht in dieser Welt sind, was ist Drag Race und für was steht Drag Race? Weil es hat ja auch Zuhörer, die keine Ahnung haben, von was du jetzt gerade redest. Okay, Drag Race ist einfach die grösste Drag-Show auf der ganzen Welt. Es hat in Amerika angefangen und mittlerweile hat es auf der ganzen Welt. Wie kann ich Drag Race vergleichen? Wie American Next Top Models oder German? Genau, so ein bisschen wie Germany's Next Topmodel für für Drag Queens. Richtig, voilà, das ist Die das. gegeneinander antreten Richtig. und sie wollen gewinnen. Ganz genau. Wenn du daheim Drag Race nie geschaut hast, es ist ja so, es sind x Queens. Vielleicht 10, 11, 12. Und jede Woche gibt es eine Challenge. Entweder nähen oder Acting, vielleicht singen oder vielleicht Schauspieler oder vielleicht was gibt es alles noch? Ganz viele Sachen. Es gibt Genau. x Sachen. Ganz, ganz, ganz viel. Und dann jede Woche gibt es 2 Queens, die top von der Woche sind. Der eine gewinnt die Woche, vielleicht bekommt Cash oder vielleicht bekommt einfach ein Geschenk. Und es gibt 2 schlechteste von der Woche. Und die 2 schlechtesten von der Woche müssen kämpfen, um zu bleiben. Das heisst, sie müssen ein Lip Sync for Your Life machen. Das heisst, sie müssen einfach einen Song performen. Für die Judges sind meistens 4. Und die überzeugt dürfen bleiben und die nicht so überzeugt hat, dürfen gehen. Genau, bis es eine Top 4 gibt, bis es nur 4 Queens gibt und dann, oder 3 und dann gibt es ein Finale und dann gibt es eine Gewinnerin und voilà. Ganz spannend. Ich würde mal schauen. Wie ist es dazu gekommen, dass du jetzt bei Drag Race Germany mitgemacht hast? Haben sie dir einfach angerufen und gefunden, hey, wir haben dich gesehen, möchtest du bei uns mitmachen oder bist du aktiv auf sie zugegangen? Also, es ist ja so. 2019 habe ich angefangen mit Drag und dann habe ich in 4, 5 Monaten ganz viel gemacht. Ich habe viele Gigs gehabt, private Gigs gehabt. Ich habe Interviews gemacht. Meine allerersten Interviews für Galaxus gesehen und es hat auch
in diesem Jahr einen Preis bekommen, Bild des Jahres oder so. Und plötzlich ist es weg gewesen, vorbei, wegen Corona. Ich kann nichts mehr machen. Ich kann nicht mehr ja, einfach Kein Publikum. nein, ein Living Room, Wohnzimmer Drag Queen dürfen sein. Und dann ist ein Jahr nichts mehr gesehen, oder? Und dann in 2021 habe ich dann wieder angefangen, oder richtig angefangen, hätte ich gesagt, oder? Ganz neues Rebranding, wer Victoria ist, was sie macht. Und dann ein Jahr später, nachdem ich wieder angefangen habe, Drag zu machen, hat es geheißen, es gibt bald Drag Race Germany. Alle Queens aus Deutschland bitte bewerben. Und ich habe gedacht, ja, es ist Deutschland, keine Schweiz. Und ja, ich habe keine Chance. Ich mache Drag seit einem Jahr. Was habe ich für Chancen? Null. Und dann habe ich plötzlich eine DM bekommen von jemandem vom Team. Also eine Direct Message auf Instagram. Ja, genau. Eine Message auf Instagram habe ich bekommen von jemandem vom Drag Race Germany, also wo dort geschafft hat. Und gesagt, hey Victoria, bewirb dich, es wird ganz toll, es würde ganz toll sein, wenn du dich bewerben würdest. Und ich so, aber ich wohne ja gar nicht in Deutschland und ich bin vielleicht gar nicht so gut. Ich mache Drag seit einem Jahr, ich meine. Dann habe ich gedacht, ja, ist gut, danke. Dann habe ich nicht mehr gemacht. Und dann haben sie nochmal geschrieben. Was sehen die Leute nicht vor der Kamera, was hinter der Kamera läuft? Schlafmangel, Okay. Druck. Und wir haben in Kolumbien gefilmt. Also in Bogotá. Also Drag Race Germany ist in Bogotá gefilmt worden. Okay. Ja. Und zwar, es ist so, das Paramount Studio ist ja dort gesehen. Und alle Queens aus Deutschland oder aus der Schweiz haben müssen dort fliegen und dort filmen. Und dann für einen Monat ohne Nattelleben, du darfst nichts machen. Also du hast einfach keine Nattel, du hast keinen Kontakt zu deiner Familie. Wow. Du musst abgeben, den Pass musst auch. Es ist wie so ein bisschen Human Trafficking irgendwie. Aber sie sind alle lieb und alle nett. Du darfst nicht einfach frei rausgehen. Geil. Okay. Also ich meine auch im Studio, beim Filmen musst ich möchte auf die Toilette gehen. Dann musst du warten, bis jemand kommt. Und Also dich es ist so ein begleiten. bisschen wie Big Brother. Wie Big Brother. Es Also ist du wirklich lebst da voll in einer Community, Ja. in einer parallelen Welt. Definitiv. Und ich meine, ich bin ja in Südamerika geboren. Ich habe ja ein bisschen in Bogotá das erste Mal gesehen, aber ich habe ja gewusst ungefähr, wie es ist, wie die Leute sind. Aber die aus Deutschland sind, nie Deutschland verloren oder nie Europa. Ich denke, für die ist es ein bisschen schwieriger gewesen, so ein bisschen heavier. Kulturschock. Ja, definitiv. Und alle so, ich mag kein Reis jeden Tag essen. Und ich so, ich liebe Reis jeden Tag. Give me rice. Aber ja, es tut auch mit dem Kopf etwas machen. Wenn du dann zum Beispiel einen Monat lang nicht mit deinen Eltern darfst reden oder mit dem Freund, deiner Freundin oder mit dem Freund, es macht schon etwas mit dir. Was war die grösste Herausforderung gewesen, oder beziehungsweise was war die grösste Challenge gewesen während dieser Zeit für dich? Das ist eben das, oder? Kein Familienkontakt. Du weißt ja nicht, was auf der Welt passiert. Ich meine, einmal, wir sind am Filmen gesehen und wir sind in einer Van, also vom Studio ins Hotel gefahren. Und dann die eine, die unsere Chaperones, also die auf uns geschaut haben, sie ist einfach auf dem Nattel so gesehen, weißt du, so auf dem Nattel auf Instagram scrollen und ich so, weißt du, so ein bisschen am Schauen, so. Und dann plötzlich sehe ich einfach so viele Schwarz- und Weiß-Bilder von Tina Turner. Und ich so, nein. Und ich so, ist das so das, was ich meine? Sie so, ja. Und ich meine, Tina Turner ist ja verstorben. Also, du hast einfach keine Ahnung, was im Außenwelt passiert. Und das ist, glaube ich, das ein bisschen challenging gewesen. Wow. Ja. Wie viel Druck entsteht, wenn man vor der Kamera steht? Wow, heute ist okay, aber dort, ich glaube, das ist meine erste Erfahrung gewesen mit Reality-Shows, mit Professional Cameras und
Es ist so komisch. Der erste Moment, wo du reingehst, in dem Workroom, heißt es. Im Fernsehen ist es mega cool. Es hat so Musik im Hintergrund und so. Und wenn du dort reingehst, es ist kalt und es hat keine Musik, es ist einfach still, es ist einfach Ruhe. Und es ist einfach nicht wie im Fernsehen. Es ist einfach, Clean. i- ja, fast so ein bisschen creepy, finde ich. Okay. Weißt, also Background Music macht schon, weißt, so, macht schon viel aus, oder? So einen Effekt, so eine Ja. Bling. Da gibt es auch Effekt. Heute gibt es auch, oder Nein. nicht? Okay. Ich kann gerne fragen, ich will so einen Special Effekt, so einen dann Effekt. Ich mache dir einen Special Effekt. Okay, so eine dun. Okay, nein. Dort gibt es nicht. Es ist Es ist einfach nichts. nichts. Es ist nicht wie im Fernsehen. Es ist viel schlimmer. Ja, Krass. das würde ich jetzt meinen. Ja. Was hast du in dieser Zeit über dich selber gelernt? Dass ich belastbar bin. Dass ich viel stärker bin, als ich gedacht habe. Nicht nur für Drag Race, für Kameras, aber fürs Leben. Ich würde sonst sehr gerne auf ein Thema kommen, Ja. wo ich glaube, dass es viele beschäftigt, Ja. wo du aus erster Hand natürlich am besten kannst berichten davon, und zwar das ist das Thema Coming Out. Ja. Kannst du dich noch an den Moment erinnern, wo du dich geoutet hast? Und bei welcher Person welche Person ist die erste gewesen, wo du dich gegenüber geöffnet hast? Die einzige Person, die für mich wichtigste ist, das das Coming Out zu machen, ist meine Mama gesehen. Das ist die einzige Person, wo ich denke, okay, sie ist mir wichtig, weil spielt keine Rolle. Also, und ich weiß noch den Moment, wo das passiert ist. Es ist tatsächlich an Paris Hiltons Birthday, wo sie 30 geworden ist. Es ist genau, ich habe das im Kopf. Paris Hilton ist 30 geworden und genau an dem Tag habe ich mein Coming Out gegeben. Bei meiner Mami. Es ist okay, es ist nicht. Ja, meine Mama ist einfach die Beste. Aber Magst du uns erzählen, wie der Moment war? ich habe dann im Lehrbetrieb, wo ich meine Lehre gemacht habe, habe ich einfach viel. Also jeder hat schon gewusst irgendwie. Einfach nie laut gesagt. Aber dort in dem Betrieb, wo ich geschafft habe, haben sie mir einfach so ganz viele rosa Sachen geschenkt. Rosa Rucksack, rosa Champagner, rosa, alles rosa. Und dann komme ich heim mit alles pink. Und das ist schon klar für meine Mami. Und dann mussten die Conversation haben. Und das ist ja schlussendlich ja, alles gut gewesen. Ja. Aber hast du dich gefürchtet vor dem Moment? Oder bist du so bestimmt gewesen und hast gewusst, so, jetzt mache ich es? Ich weiß es nicht mehr. Ich denke, es kommt so, wie es muss kommen. Und ich meine, sie hat mich darauf angesprochen und ich habe es nicht geliebt. Gell? Es ist einfach kein schöner Moment gewesen. Und es ist auch, oh mein Gott, nicht selbstverständlich, dass man muss das machen. Es ist einfach lächerlich, oder? Ich meine, wann hast du das Hetero-Outcoming? Nie, oder? Nie. Eben, das ist eben das, was ich nicht ganz genau verstand, aber ich muss nicht alles verstehen, oder? Aber tatsächlich, das erste Mal, als ich jemandem gesagt habe, bin ich eben in der Lehre gewesen, und ich habe eine Kollegin, so eine Klassenkollegin, hat sich mich gefragt und ich habe gesagt, ja, das ist, den Moment kann ich mir noch ganz gut daran erinnern. Ich war 17 gewesen und wir sind in Interlaken in der Schule gewesen. Und er hat sich mich gefragt, das war eine ganz gute gewesen. Ich habe sie geliebt. Und er hat sich mich gefragt und ich habe gesagt, ja, und ihr war schon gleich gewesen. Sie hat nicht gefragt, wieso, wie, was. Sie hat einfach weiter geredet. Genau. Als ob es einfach normal war. Ja, genau. Das sollte eigentlich normal sein, oder? Das war der Moment gewesen. Heutzutage ist es ja so, dass viele sagen, ja, wieso braucht ihr das überhaupt noch? Warum braucht ihr Pride? Warum braucht ihr die Aufmerksamkeit? Ihr seid ja mittlerweile gleichberechtigt. Wir haben jetzt die Ehe für alle. Kinder adoptieren ist auch möglich. Wieso braucht es überhaupt noch heute so eine Sichtbarkeit? Das ist ja wichtig, weil also zum Beispiel Pride ist halt nicht nur ein Fest, nicht nur Feiern, es ist auch ein Reminder für alle, zum Wissen, alle Rechte, die wir heute haben, ist einfach nicht einfach so gekommen. Es ist wegen Pride gekommen. Wenn wir heute hier
in diesem Podcast dürfen reden, offen über das. Es ist, weil es Pride gegeben hat, Leute, die vor uns gekämpft haben. Und vielleicht ist das, was wir heute machen, vielleicht auch ein bisschen so eine Art Fighting for our rights, damit die neue Generation noch besser hat wie wir zwei. Und darum ist es Wo wichtig. merkst du, dass es heute immer noch nötig ist, darüber zu reden? Hast du in deinem Alltag auch schon Situationen erlebt, wo du merkst, du wirst immer noch diskriminiert wegen deiner Sexualität? Ich denke, es ist natürlich viel, viel besser als vor 10 Jahren oder vor 20 Jahren, weil wir haben ganz viel Representation auf der ganzen Welt. Aber es ist wichtig, für dich zu stehen und zu sagen, hey, ich bin so und fertig. Und ich meine, du musst ja nicht rechtfertigen und jedem erklären, wieso du so bist und wieso du gerne das hast oder das nicht gerne hast. Oder? Es ist, jeder sollte einfach leben, wie er will. Aber bist du schon einmal angefeindet worden? Im Internet. Einfach Hass im Internet ist halt immer noch so ein Ding. Einfach Gewalt und Hass im Internet ist halt immer noch etwas. Oder? Man versteckt sich ganz einfach hinter einem Profil auf Insta oder TikTok. Aber genau, aber ich denke, wir sind auf einem guten Weg. Und es gibt natürlich leider viele Länder, die Rückschritte machen im Gay Rights, leider. Und darum umso mehr ist es wichtig, Pride zu haben. Oder? Ja. Dass das Fortschritt geht und nicht umgekehrt. Ja. Was verstehen heterosexuelle Menschen nicht über homosexuelle Menschen? Wir wollen keine Aufmerksamkeit haben. Wir wollen einfach existieren. Wir wollen einfach leben. Das ist das, was wir wollen. Einfach existieren dürfen, in Ruhe leben. Keine Aufmerksamkeit und wir wollen auch nichts Besonderes. Wir wollen einfach existieren. Ich habe dir noch ein paar Dilemmas aus unserer Community Yes. mitgebracht. Und Yes. wenn es für dich okay ist, würde ich dir gerne ein Kuvert geben. Let's do it. Und zwar habe ich dir hier ein silbriges Kuvert. Und da drin befinden sich 2 Dilemmas. Yes. Oh. Also, Dilemma 1. Das kommt von Kim. Und Kim hat geschrieben, ich bin non-binär und ich habe das Gefühl, dass ich mich ständig erklären muss. Wer ich bin, wen ich liebe, wie ich lebe. Manchmal habe ich keine Lust mehr darauf. Soll ich weiterhin versuchen, Menschen aufzuklären? Oder darf ich irgendwann einfach mal sagen, es ist nicht meine Aufgabe, jeden zu überzeugen? Also erstens Kim. Das ist ein iconic Name. Kim Kardashian, Kim Petras. Kim, du darfst jetzt nicht Lehrerin sein. Du musst nicht unbedingt Lehrerin spielen für die Leute. Gell? Ich meine, wir sind im 2026, wir haben Google, wir haben ChatGPT. Info ist ja da. Wir können einfach, oder? Wenn du nicht etwas weißt, dann gehst du einfach googlen, go recherchieren. Und ich denke, Kim, du kannst einfach sagen, hey, ich existiere auch, wenn du nicht verstehst, wie ich bin. Oder? Das schon. Aber ich sage jetzt einmal, wir haben ja sehr, sehr lange dafür gekämpft, Ja. dass die Leute überhaupt einmal die Wörter wie transsexuell oder Drag akzeptieren und kennen. Jetzt ist für viele das Wort non-binär eher wieder ein neues Wort, wo sie vielleicht keine Ahnung haben. Und ich sage jetzt einmal, dann gibt es die wirklich möchten es verstehen und es möchten wissen. Und dann gibt es einfach die logischerweise provokant fragen, weil sie dich einfach in Ecken hineintreiben. Ich glaube, man muss schon differenzieren zwischen diesen 2 Kategorien. Jemand, der aufrichtig möchte verstehen Genau. und Ja. jemand, der einfach nur will, dich provozieren. Ja, Von dem her kann ich Kim gut verstehen. absolut. Vor allem, weil man halt quasi sich nicht zugehörig fühlt einem Geschlecht gegenüber. Man ist nicht männlich, man ist nicht weiblich. Und dass halt logischerweise ein Erklärungsbedarf vorhanden ist, das ist irgendwie sogar fast natürlich. Aber ich kann Kim auch verstehen, Definitiv. dass man irgendwann einfach auch mal müde ist, sich ständig zu erklären, Ja. wer man ist. Also,
wenn ich Kim wäre, würde ich einfach ich würde einfach nicht machen, irgendwie. Natürlich, wenn sie dann mit ihrem Grossi redet oder mit Eltern und sie wollen wissen, was das ist. Natürlich, das ist ja anders, oder? Aber ständig dann, auf der Strasse erklären, wer du bist und mit wem du möchtest ins Bett gehen. Oder, es ist einfach mühsam, oder? Und ich meine, es soll einfach weiterleben und einfach sein, so wie sie, es möchte sein. They want to be. They should be as they want to. Denkst du, dass mit dem Eurovision und Nemo Ja. die ganze Konversation nochmal Auftrieb bekommen hat? Hat das geholfen? Meinst du, dass die Leute viel mehr noch bewusst sind, dass es eben auch non-binäre Menschen gibt? Definitiv. Und ich denke, es ist auch 2014 das Gleiche mit Conchita passiert. Ganz viele Leute haben ja nicht damals gewusst, was eine Drag Queen ist, was Transgender ist. Und ich denke, das hat sehr geholfen. Oder? Die Leute haben gecheckt, okay, das ist ein Künstler und er tut sich in Drag zeigen. Und das ist eine Drag Queen. Früher hat man Travestie-Künstler gesagt, heutzutage nicht mehr so. Aber darum ist es extrem wichtig. Und darum ist Nemo auch wichtig, oder? Weil ganz viele Leute wissen, was es ist, oder? Und es gibt Leute, sie wollen einfach nicht verstehen. Sie wollen einfach nicht verstehen. Sie so, Nemo weiß nicht, was er möchte. Ein Mädchen oder Bub sein. Nein, Nemo möchte einfach Nemo sein. Und fertig. Und es ist nervig, ja, aber es ist ja wichtig, dass wir dann drüber reden. Es ist einfach das Thema und drüber reden ist ja wichtig. Darum, also ich glaube, wenn wir zurück zum Dilemma gehen von Kim, ich glaube, Kim, es ist ganz wichtig zum Wissen, wer sitzt dir gegenüber? Ist es eine Person, die wirklich effektiv interessiert ist Voilà. an dir und dich möchte verstehen oder nicht? Und Voilà. ich glaube, wenn wirklich eine Aufrichtigkeit vor dir sitzt, dann ist es auch der Wert, sich die Mühe zu machen, darüber zu reden und aufzuklären. Und sonst denke ich einfach, lebe dein Leben und go for it. I agree. Dann gehen wir zum Dilemma 2. Dilemma 2 kommt vom Mark, 34. Ich habe einen Traum, der mich glücklich macht. Aber ich weiß, dass ich damit nie allen gefallen werde. Ein Teil von mir möchte kompromisslos meinen Weg gehen. Ein anderer Teil möchte dazugehören. Wie findet man die Balance zwischen Authentizität und Akzeptanz? Oh, Mark. Das ist eine gute Frage. Ich meine, ich würde den Weg gehen, wie du möchtest haben, weil schlussendlich du willst einfach nicht, du kannst nicht alle zurecht machen. Du willst einfach, es ist schon gleich, was du im Leben machst. Es gibt viele Leute, die dich unterstützen oder wollen toll finden, was du machst. Und es gibt viele Leute, die wollen einfach nicht verstehen und dagegen sein. Und es ist auch okay. Es ist auch okay, dass jemand, der vielleicht nicht, keine Ahnung, vielleicht möchte Mark auch eine Drag Queen sein. Es gibt sicher Leute, die wollen das nicht verstehen, oder? Und es ist auch okay. Es ist auch okay, dass die Leute nicht verstehen, dass ich eine Drag Queen bin. Und es ist auch okay, dass die Leute nicht verstehen, dass ich gay bin. Und das ist auch okay. Ich weiß, was für mich stimmt und ich möchte, dass Mark, dass er weiß, dass egal was er macht, er soll einfach seinen Traum verfolgen und den Weg gehen, den er möchte. Und die Leute, die echt sind, die ihn lieben, werden zu ihm stehen. Peter, danke vielmals für deine Zeit. Danke, dass du uns mitgenommen hast auf deine Reise. Ich wünsche dir alles Gute. Danke, ich glaube, da Martin. wird noch ganz vieles auf dich warten. Du bist noch am Anfang, glaube ich. Und es wird noch Grossartiges auf dich zukommen. Genieße jeden einzelnen Moment Danke, Martin. von dem. Und alles Gute. Danke. Bis bald.